promised that nothing would break us, that we'd always find a way. When all was said and dust had settled, something didn't feel the same. We both know that this ship's going down. Let's get off and leave before we drown. There's nothing left for us to say, 'cause we're see-through. Let's save ourselves the courtesies, 'cause we're see-through. We both know how this thing goes. Should I leave or should you? There's nothing left for us to say, 'cause we're see-through. Freunde, das war das Video aus Menorca. Das ist eine Nachbarinsel von Mallorca. Ist wirklich wunderschön, jedem zu empfehlen. Der eine oder andere fragt sich jetzt wahrscheinlich, wer war denn die nette Dame da an Stevies Seite? Das erfahrt ihr nächste Woche Sonntag in einem anderen Video. Es wird auf jeden Fall spannend, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Ihr habt jetzt gerade dieses kleine Travel-Video gesehen, die ganzen Beauty-Shots. Und Leute, ich habe das alles wieder mit einem Handy gefilmt und nicht mit irgendeinem Smartphone, sondern das ist heute rausgekommen, das neue Sony Xperia One Mark IV oder für die englischen One Mark IV. Jede einzelne Szene wurde mit diesem Handy gedreht. Das ist wirklich so ein geiles Teil. Ich zeige es euch nochmal hier kurz in die Kamera. Also wirklich ein Schmuckstück und die Leistung habt ihr ja gerade gesehen. Macht vor allem so Bock damit zu filmen und zack, aus der Tasche raus, boom. Falls ihr Interesse an einem Smartphone habt, schaut auf jeden Fall mal den ersten Link in der Beschreibung an. Hier, guck mal hier, diese wunderschöne. Richtig geil, das Sony hat mir das einfach schon 2 Wochen vorher zur Verfügung gestellt. Hat gesagt, Stevie, wir schicken dich mal wieder auf Reisen, mach mal ein geiles Video. Sony und ich, wir sind hier Daniel. Schöne Grüße. Ich bin mega zufrieden. Ich finde es ultra geil geworden. Aber schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, ob es euch auch gefallen hat. Und ob ihr einen Unterschied seht zur normalen Kamera. Dieses Handy ist wirklich zu Recht das neue Flaggschiff von Sony, wenn es um Videos und Fotos geht. Meine, ganz ehrlich, ihr habt die Aufnahmen gesehen, ne? So eine Kamera wie hier jetzt, ne? Braucht man eigentlich gar nicht mehr. Ich habe ja letztens auch ein Video gedreht auf Madeira und zwar mit dem Sony Xperia Pro I. Aber der Kamerad hier, das ist wirklich nochmal ein anderes Level. Was dieses Smartphone so besonders macht und wo sich das von allen anderen abhebt. Diese 3 Kameras, Freunde, 16 mm, 24 mm und einfach ein Teleobjektiv, 85 bis 125 mm. Das heißt, so ein Kameraden, den ihr normalerweise auf die Kamera schraubt, wirklich. Nein, ich liebe dich auch. Aber wirklich, hier ist einfach ein Teleobjektiv drin. Das ist so geil, wo jetzt der große Unterschied kommt, Freunde. Es ist nicht mehr begrenzt. Das heißt, ihr könnt mit jedem Objektiv 4K 120 Bilder aufnehmen. Ich dachte erst, als sie mir das geschickt haben, so ja, hiermit geht das alles. Du kannst quasi alles mit 120 Bildern filmen, dann bist du auf der sicheren Seite, dann kannst du einmal den Clip normal abspielen lassen oder auch in Super Slow Motion halt reinziehen. Wie ich das auch in einem Travel-Video gerade gezeigt habe, also zum Beispiel, wo der da reingesprungen ist oder so. So bist halt ultra flexibel und kannst dir die Shots einfach so zurechtschneiden, wie du sie brauchst. Und 120 Bilder ist halt einfach am geilsten. Selbst diese Kamera, mit der ich gerade filme, hat nicht mal 4K 120. Juhu. Das meine ich jetzt echt ernst. Das hat wirklich Bock gemacht hiermit. Ohne Spaß jetzt. Was das Filmen mit diesem Handy wirklich professionell macht, ist das Videography Pro Feature. Das ist quasi so aufgebaut wie so ein Menü einer normalen Kamera. Und da habt ihr wirklich jede Auswahlmöglichkeit
Auswahlmöglichkeit, um euren professionellen Shot halt einzurichten. Ihr könnt natürlich auch automatisch auswählen. Ihr könnt da ganz einfach zwischen den verschiedenen Objektiven wählen, Autofokus, manueller Fokus, Verschlusszeit, ISO. Ihr könnt alles einstellen und dadurch wird das Ganze halt richtig professionell und handhabt sich halt wie eine normale Sony-Kamera und geht halt schnell, ne? Nimmst das Handy aus der Tasche, wischst drauf, zack, bist du drin, stellst alles ein und bumm. Und natürlich habt ihr in jedem Objektiv Augenfokus, Objektverfolgung, alles was man braucht, damit der Fokus halt nicht verkackt wird, ne? Wenn ihr euch selber filmt, seid ihr im Fokus, wenn ihr Objekte habt, Tiere oder sowas, einfach einmal drauf tippen und zack, filmen. Ich liebe die Zukunft. Gib mir mehr. Das Xperia One Mark IV hat natürlich auch einen eingebauten Bildstabilisator. Das heißt, ihr könnt einfach Handheld, Freunde, durch die Stadt laufen, irgendwo herlaufen, durch verschiedene Länder, ist egal. Das Bild ist immer schön smooth, wie wir Filmmaker sagen, ne? Also man braucht jetzt keine fetten Gimbals oder so, wo du dir mit auch noch Rückenschmerzen machst oder so. Nee, ich habe auch fast alle Shots in dem Video einfach mit der Hand gefilmt. Es gibt aber tatsächlich ein Zubehör, was sehr, sehr praktisch ist. Und zwar ist das hier der Bluetooth Grip von Sony. Da kann man das Handy einfach drin einspannen. Seid ihr dann auch nochmal ein bisschen auf der sicheren Seite. Wenn ihr eine unruhige Hand habt oder so, und habt das Ding auf jeden Fall immer sicher in der Hand. Was ich tatsächlich oft benutzt habe, da ist noch so ein Tripod dran, ein Stativ. Zack, stellt ihr einfach auf. Der Grip hier ist auch übrigens sehr, sehr praktisch, um sich im Selfie-Modus zu filmen. Natürlich kann man auch die Selfie-Kamera hier vorne benutzen. Die hat mittlerweile auch 12 Megapixel und ist mega stark. Aber ihr könnt natürlich dann auch die 16 mm, 24 mm, ihr könnt die starken Kameras hier vorne nutzen, indem ihr das Ding einfach umdreht. Und jetzt kommt noch hier ein Zubehörteil ans Licht. Zack, hat hier hinten so ein Magnet dran. Bob. Let's go. Und dann ist der Vlog-Monitor an. Die 16 mm Frontkamera auswählen und hier den Vlogger machen. Man kann ein bisschen die Cam sehen. Das ist so praktisch. Das ist die Vlogger-Zukunft. Ihr könnt übrigens mit dem Feature Videography Pro direkt auf YouTube streamen. Und ihr könnt dann die komplette Qualität der Kameras nutzen. Für euren Stream eine geile Qualität und gute Flexibilität. Im Gegensatz zu anderen Handys und den vorherigen Modellen hat dieses Smartphone nochmal einen deutlich helleren Bildschirm. Ich habe gerade richtig gespuckt. Ja, apropos Spucken. Wenn es ja mal regnet, ist es auch nicht so schlimm, weil das Ding ist nämlich spritzwassergeschützt. Aber am Ende ist das absolute Highlight für mich hier das 85 bis 125 mm Objektiv. Damit kriegt ihr so einen geilen filmischen Look hin. Damit mit 4K 120 Bildern. Junge, es ist einfach geil. Besonders geil ist die Tiefenunschärfe im Hintergrund. Ich kann nicht verstehen, wie das in so ein kleines Ding reinpasst. Wie geht das? Es ist halt auch einfach ein normales Handy, ne? Das ist so krass. Ja, ich komme gleich. Und natürlich kann man nicht nur mit dem netten Smartphone Videos drehen, sondern auch professionelle Fotos machen. Das sind auf jeden Fall die Bilder, die ich nebenbei auf der Reise noch gemacht habe. Wirklich nebenbei. Wie man halt so Handyfotos macht, ne? So, oh, schön. So. Im Ganzen hoffe ich aber, dass euch dieses kleine Travel-Video gefallen hat. Bezüglich der Frage, wer ist diese nette Dame, wo kommt die her? Schaut da auf jeden Fall nächste Woche Sonntag hier auf dem Kanal vorbei. Ich hoffe, dass euch dieses Handy gefällt. Schaut da wie gesagt gerne in der Videobeschreibung mal einmal vorbei. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr geehrt, dass Sony wieder auf mich zugekommen ist und hat gesagt, Stevie, los, Abfahrt, gebt Gas, lasst euch nicht stressen. Hallo? Achso, es kommen bald in Zukunft noch ein paar geile Videos. Alles klar? Haut rein, Leute. Ciao.